Faszination am Abfahrtfahren, ja, du bist sozusagen auf einer Autobahn, auf einer Skipiste, du bist zum Teil über 140 km/h unterwegs. Das ist bist nur noch du und der Berg, die das untereinander ausmachen. Es ist sicher sehr viel geprägt von Adrenalin. Ich glaube, schon nur vor dem Start, wenn du weißt, jetzt geht es einfach 2 Minuten zur Sache und unten wird nachher abgerechnet. Voller gestartet. Mein Name ist Marco Koller, ich bin Skirennfahrer und meine Hauptdisziplin ist die Abfahrt und der Super-G. Ich habe in der Saison 2023 mein Comeback gefeiert von meiner ersten Verletzung. Ich konnte dort eine sehr gute Saison egalisieren und die Gesamtwertung gewinnen vom Abfahrts-Europacup. Ich konnte das nach einem Fixplatz rausfahren für die kommende Saison. In der ersten Abfahrt dieser Saison bin ich auf den 8. Platz gefahren, habe dort sehr gut gestartet. Bin nachher mit sehr grosser Vorfreude an die Heimrennen auf Wengen gereist. Es war eine gute Form. Ich habe mir dort sicher auch Hoffnungen gemacht, dass ich ein erstes super Resultat erreichen in der Schweiz, praktisch an meinem Heimrennen. Qualität! Und ist nachher meine zweite Verletzung passiert. Wengen ist für mich sicher ein sehr spezieller Ort, weil ich mich dort schon das zweite Mal verletzt habe. Das erste Mal war als Vorfahrer. Ich habe dort eine sehr komplexe Knieverletzung mir zugezogen, die mich fast 2 Jahre begleitet hat, bis ich wieder eigentlich zurückgekommen bin. Darum habe ich und werde ich sicher immer eine spezielle Verbindung mit Wengen. Ja, am gleichen Ort passiert, nicht genau an der gleichen Stelle, aber trotzdem, ich bin wieder mit dem Helikopter abgeholt worden, dort Seil rausgeflogen worden, bin ins gleiche Spital geflogen worden. Darum hat er sehr viele Flashbacks gegeben, die natürlich irgendwo in mir gleich aufgekommen sind. Wieso schon wieder? Wieso muss ich das Ganze wie noch eins erleben? Ja, aber nachher relativ schnell auch wegen meinem Umfeld sicher, wo gerade mit meinem Konditrainer, meine Freundin, die ins Spital gekommen sind, habe ich 2 sehr, sehr wichtige Ansprechpersonen gehabt. Klar, als wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir beide nasse Augen gehabt, aber wir haben eigentlich ein paar Sätze später haben wir auch schon zuerst mal wieder gelacht. Also es bringt dir, glaube ich, es bringt dir auch im Leben nichts, wenn du in der Vergangenheit bleibst hängen. Du musst aus dem Moment das Beste machen. Das kann der Marco. Bei der Diagnose ist nachher herausgekommen, dass ich die vordere Kreuzband gerissen habe, dass der Innen- und der Aussenmeniskus einen Riss drin haben, wo man nicht so sein konnte. Darum habe ich mich eigentlich relativ schnell für die Operation entschieden. Darum ist eigentlich wie der Weg von Anfang an klar gewesen, hey, es gibt simplere Sachen, als ich das dann erlebt habe, 2020. Irgendwo durch habe ich gleich einen roten Faden gegeben und gewusst, hey, ich weiss, woher das ich will und woher das mein Weg soll gehen. Darum hat mir das von Anfang an immer eigentlich sehr viel geholfen und die ganze Ernüchterung eigentlich gleich leichter gemacht. Mein Weg ist definitiv nicht ohne Stein. Ich glaube, ich werde immer einen steinigen Weg haben. 2020 hatte ich immer mehr Beschwerden in meinem ganzen Körper.
Es ist dort rausgekommen, dass ich am Morbus Bechterew leide. Das ist eine Rheuma-Krankheit, die vor allem die Wirbelsäule befällt. Ich hatte dort wirklich eine Zeit gehabt, wo ich kaum ohne Schmerz aus dem Bett gekommen bin. Ich hatte sehr viel Rückenweh gehabt. Es hat bis zu den Füßen ab, haben sich Gelenke entzündet. Das, was jemand kann, der nie eine Verletzung hat. So ein Aufwärmen lenkt wahrscheinlich nicht. Er muss seine Baustellen, sage ich jetzt mal, muss er gut bearbeiten und das macht er. Meine grösste Stärke ist, dass ich mich von diesem Weg gleich nicht abbringen lasse, dass ich gewollt bin, diesen steinigen Weg zu gehen, dass ich weiss, dass einfach der Wille sehr gross ist, auch die grossen Steine aus dem Weg zu räumen und dort durch meinen grenzenlosen Willen eigentlich an die Weltspitze zu kommen. Singen könntest du nicht, Herr. Ja. Du bist ein bisschen schnell unterwegs. Kennt ihr aber auch sonst nicht. Aber es ist schon gut. Es gibt sowieso noch einen langen Tag für dich. Dort ist sicher irgendwo auch ein Thema, wo viele sagen, ja, mit einem Rheuma macht das Sinn, Sport machen. Du wirst immer irgendwo Entzündungen haben. Aber solange ich es so im Griff habe, wie ich es jetzt seit über 2 Jahren im Griff habe, sehe ich überhaupt keinen Grund, wieso ich diesen Weg nicht weitergehe. Ich glaube, Marco ist einfach bereit, den Preis zu zahlen für das, was es braucht. Und im Spitzensport ist es so, ein Athlet muss eigentlich investieren, ohne sicher zu sein, dass etwas zurückkommt. Voilà. Jetzt machen wir dann noch etwas, wo du ein bisschen schwitzt. Ist Ja. gut? Oder schnaufen wäre es noch gut. Auch wenn es im Moment einem zurückwirft und emotional werden lässt, irgendwo durch im Nachhinein wird man immer ein Learning daraus nehmen und man wird immer positive Sachen aus jedem Rückschlag herausnehmen. We're the fighters. We won't stop, won't quit, no matter the cost. Man sagt nicht nur sonst, dass Verletzungen oder Rückschläge eine Person formen und eine Person besser machen. Das wird bei mir definitiv auch wieder der Fall sein. The darkness with all that we've got. We keeping on. So? Und? Ja, geil. Einfach nur geil. Was wir heute geschaut haben, ist einfach, wie das Knie reagiert dann nach der Verletzung. Was? Hold your head up high. This is our time. Das ist ja, als wenn ich was gewesen wäre, oder? Schon, gell? Ja, perfekt. Step into the light. We were born to come alive. Hold your head up high. This is our time. Du hast schon so frei zum Skifahren, oder? Das ist schon ein bisschen langsamer anmachen. Ah, ja. Okay, die Übung. Ein bisschen langsamer aus. Ich verstehe, dass es schön ist. Ist der Rang schon wieder da, gell? Ich glaube, das Schwierigste am Ungeduldigsein ist immer zu erkennen, habe ich einen Grund zum ungeduldig zu sein oder ist es einfach wirklich so, weil es so muss sein. Shadows below. But oh man, we've made it. Natürlich dort ist es manchmal schwierig zum selber zu entscheiden, ja, welcher Fall ist es jetzt. Darum habe ich das Gefühl, bei solchen Sachen ist das Umfeld extrem wichtig. Hold your head up high. This is our time. Dann
schneller fährst, fährst du besser. So, gell? Ja. Nein, das langsam. Together we will rise, step into the light. We were born to come alive. Aber mit dem Konditrainer und der Physio, die sehen immer Sachen, wo, ja, wenn es für mich zu wenig schnell vorwärts geht und sie sehen gleich irgendwo durch kleine Verbesserungen, haben sie mir das immer so können überbringen, dass ich nachher nicht die Geduld verloren habe, sondern einfach ungeduldig und hungrig geblieben bin. Mein Naturell werde ich nicht mehr ändern. Ich werde immer ungeduldig sein. Aber ich glaube, es sind gleich irgendwo Sachen, die mich auch als Mensch oder auch als Athlet reifer gemacht haben, um mir aufzuzeigen, hey, aber der Weg hat nicht immer nur eine Richtung. Es kann in verschiedene Richtungen gehen. Und wichtig ist einfach am Schluss, dass man seinen eigenen Weg macht und nicht einen Weg nimmt, wo die Leitplanken einfach schon gesetzt sind, sondern dass man sein eigenes Weg macht und irgendwo durch, ja, mit Geduld oder Ungeduld einfach seinen Weg findet, um nachher ans Ziel zu kommen. Zweifel waren sicher immer, wenn irgendeine frische Übung nicht gegangen ist, wenn irgendetwas, das wir frisch ausprobieren, wieder eine Reaktion ausgelöst hat in meinem Körper, dann ist jedes Mal eigentlich wieder eine Stimme aufgekommen, hey, schafft das mein Körper überhaupt? Ist das ganze Training, die ganze Steigerung, ist das schon zu viel für mich? Ich spürst dich nicht, hä? Ich spüre mich selten. Aber du musst dich ja spüren. Also grundsätzlich habe ich die Athleten gerne, aber es macht mir nichts aus, sie auch zu quälen. Rosendas im Rücken. Hä? Ach, Rosendas im Rücken, wenn ich ablege. Tut es weh? Nein. Blüht es? Nein, ist es nicht. Ich glaube, es ist ein professionelles Verhältnis und gleich merkt man, dass man einander mag. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Ich muss sehr hart an sich selber arbeiten. Hier die kleinsten Übungen, kleine Muskeln, die extrem schmerzen, weil sie einfach nicht mehr trainiert waren. Und dort irgendwie die Motivation zu behalten und nicht zu verzweifeln, habe ich immer einfach mit meinen Erinnerungen an die Vergangenheit. Ich habe sehr viel meine Erfolge von dieser Saison in mir aufrufen. Das hat mir jedes Mal eigentlich wieder eine riesige Motivation gegeben, um auch durch harte Physio- oder Reha-Sessions durchzustehen. Die grösste Kraft in dieser ganzen Reha hat mir eigentlich meine Erfahrung gegeben. Erstens meine Erfahrung aus meiner ersten Verletzung, wo ich viel schlimmere Sachen erlebt habe mit meinem linken Knie, wo es viel länger gegangen ist, bis ich irgendwelche Schritte vorwärts gemacht habe. Das Zweite ist ganz klar meine Erlebnisse, die ich nachher gehabt habe. Ich habe wieder sehr schöne Erfolge feiern. Und das hat mir natürlich immer eine riesige Motivation gegeben, um zu wissen, wenn ich meinen Körper wieder herbringe, dann werde ich auch wieder auf das Level zurückkommen. Ich glaube, es ist schon ein Zusammenspiel zwischen extremer Geschwindigkeit, hoher Präzision und irgendwo das Taktische, wo immer mehr ins Spiel kommt. Und darum ist, glaube ich, das etwas, was mich sehr festreizt.
mir eigentlich selber die Möglichkeit gegeben, dass ich auf den Renntag immer noch ein bisschen Schippe drauflegen kann und einfach wirklich am Tag X kann performen kann. Ich glaube, das war ein Prozess von vielen, vielen Jahren. Irgendwann gewöhnt man sich an diesen Druck, an die Leistung und fährt so langsam an gerne bekommen. Ich habe gelernt, meine Körperspannung, den ganzen Fokus ganz anders auszurichten auf den Renntag her. Ich trainiere das eigentlich fast bei jedem Skitag, dass ich eigentlich wirklich im Training gleich am Start stehe wie am Rennen. Ich will mich in die gleiche Situation bringen, ich will mit der gleichen Körperspannung und mit dem gleichen Kribbeln am Start stehen, als ob es jetzt eigentlich das wichtigste Rennen vom Jahr ist. Geil, nicht so eine Piste. Hä? Das findest du geil. Ich finde das geil. Ich hatte ein bisschen davon lachen, als ich da runtergerutscht bin, weil es so geil ist. Auch mit den Rennen in Beaver Creek und in Bormio sehr gut in die Saison starten. Ich konnte dort 2 Top-15-Resultate erzielen. Darum habe ich dort sicher sehr viel Vertrauen gefunden und freue mich jetzt extrem, wieder hier zu sein, ein Jahr später in Wengen am Lauberhorn. Morgen zusammen. Ist schon geil, so ein Panorama da, hä? Es ist eine sehr strenge Abfahrt. Es braucht sehr viel, um dort von oben bis unten wirklich auch im Fokus voll dabei zu sein und können, Top-Leistung abrufen. Ja, hier schon umlegen, aber flachlanden, Geduld und nachdrücken. Nachher gibt es sicher ganz verschiedene Streckenteile. Gerade die ganze Passage mit dem Hundschopf, nachher Canadian Corner bis zum Kernnäs, also zum Brückli-Ess. Bei der oberen blauen machst du den Auftakt über und nachher hier drauf. Nach dem Schuss oder Alexis da. Ja. Und ich glaube, das ist sicher einer von diesen Streckenteilen, wo ich jetzt so als eher taktisch ansehe, dass man dort halt vielleicht ein paar Prozent zurücknimmt, vielleicht einen kurzen Gegenschwung macht, ein bisschen abbremst, dafür nachher eigentlich sauber durchkommt und man das Tempo nachher wieder aufbauen kann. Everything starts on that single one. Yeah. Goofy. If you are in a good timing there, you can work the single and you're in a good position to resist. It's going to push you out a lot. So then in this double, like 10, 15 meters before, doesn't matter if you are low, then you go, put the new edges, and come here. Kind of tie the first one and then just let it go. Das ist, glaube ich, eines der perfektesten Beispiele, um zu zeigen, dass heutzutage ein Abfahrer taktisch muss, sehr brillant sein und genau seine Stärken können einschätzen, um zu sehen, ja, wann muss ich wie viel taktisch einbauen. Gracias. Vamos, chicos. Vamos. Ja, wieder zurück nach Wengen zu gehen, wird sicher auch eine spezielle Geschichte. Es wird sicher irgendwo ein gewisser Druck da sein, von mir innerlich, aber ich glaube sicher auch von außen.
Ich habe das Gefühl, für an die Weltspitze zu kommen, braucht es verschiedene Faktoren. Ich glaube, irgendwo durch wird immer ein bisschen Glück da sein. Irgendwann muss das Glück auf deiner Seite sein. Man muss Erfahrung haben, man muss sehr hart arbeiten, man muss einfach mit sich selber ehrlich sein und einfach sein Ein und Alles für die Leidenschaft oder für diesen Sport zu geben. Und ich glaube, ich habe sehr vieles von diesen Sachen habe ich bis jetzt schon erlebt. Ich habe einen unbändigen Willen, was darum geht, konditionell zu arbeiten. Ich scheue mich überhaupt nicht vor harten Trainings. Marco Kohler, der ja auch schon seine Erfahrungen gemacht hat mit dieser Lauberrundstrecke, nicht nur schöne. Ich weiss genau, was ich kann. Ich habe den Rückschlag erfahren, um persönlich und athletisch weiterzukommen. Ich glaube, das Glück, irgendwann kann man es wie auch ein bisschen erzwingen. Ich glaube, wenn man immer hart an sich selber arbeitet, dann irgendwann zieht man das Glück auch ein bisschen auf seine Seite. Dass ich irgendwann mein ganzes Puzzle zusammen habe und irgendwann am Start wieder stehen und das Beste der Welt wieder sein. Der 5. Schweizer Marco Kohler. Ganz einfach wegen Reifen. Jetzt noch das Ziel ist, dann hat Marco Kohler die Lauberrundabfahrt zum ersten Mal gemeistert. Ich habe mein Ziel sicher erreicht. Ich konnte das Lauberrund bezwingen, auch wenn es nicht die perfekte Fahrt war, die ich mir gewünscht habe. Aber trotzdem sicher ein sehr persönlicher Tag und nehme viel Positives mit aus diesem Rennen von heute.